Hi, heute habe ich eine richtige Leckerei für euch und zwar die hier. Das sind überbackene Skirt Steak Slider. Kleine Burger mit einem richtig Geschmack, mit reichlich Bergkäse. Und wie ich die gemacht habe, zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Hier sind jetzt die Zutaten, die ich für meine Skirt Steak Slider brauchen werde. Los geht's mit dem Fleisch. Das hier sind 500 Gramm Skirt Steak, habe ich bei Your Beef bestellt. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Skirt Steak, ein fantastischer Cut, eignet sich hervorragend fürs Kurzgrillen und daraus werden wir eben dann heute diese Slider basteln. Slider sind kleine Burger und ihr seht es hier schon, ich habe hier so Mini-Brioche-Burger-Brötchen. Die gibt es momentan seit Monaten beim Discounter mit dem großen A. Solltet ihr so ganz einfach bekommen können. Wir brauchen rote Zwiebeln, wir brauchen Butter, wir brauchen Honig, wir brauchen Balsamico sowie etwas Pfeffer und Salz. Dann habe ich hier Cheddar sowie einen kräftigen Bergkäse und dann machen wir uns noch eine richtig geile Soße aus Joghurt, Mayonnaise und Sahnemeerrettich. Dafür brauche ich dann noch ein bisschen frische Petersilie sowie Pfeffer und Salz. Die Zutatenliste wie immer unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir machen gar nicht lange rum und legen los. Und zwar beginne ich mit dem, was am schnellsten geht und dann kann es auch durchziehen. Ich habe also hier noch so ein halbes Bund glatte Petersilie, das wird gerade mit dem Messer durchgehackt. Und dann habe ich hier in dieser Schale 2 Esslöffel Mayonnaise, 100 Gramm Joghurt, griechischen Joghurt sowie 2 Esslöffel Sahnemeerrettich. Da kommt die Petersilie mit bei. Das Ganze wird noch großzügig mit etwas Salz und Pfeffer gewürzt. Das darf schon so ein Teelöffel sein und dann wird alles durchgerührt. Ich kann euch sagen, diese Creme mit dem Sahnemeerrettich drin eignet sich hervorragend für sämtliche Fleischgerichte oder eben auch einfach wirklich mit dem Brot dippen. Ist eine super Geschichte und dadurch, dass wir eben den Joghurt mit bei haben, ist es nicht ganz so schwer, als wenn wir das nur aus Mayo gemacht hätten. Wunderbar, stelle ich beiseite, das kann durchziehen. Das wird der Kracher für unsere Slider. So, weiter geht es mit etwas, was auch seine Zeit braucht, und zwar die Zwiebeln. Ich habe hier auf dem Seitenkocher, auf der Sizzle Zone, meine gusseiserne Pfanne stehen. Sizzle Zone wird gestartet. Ich gebe ein charmantes Stückchen Butter in die Pfanne und beginne dann die roten Zwiebeln zu schälen. So, wenn die Zwiebeln geschält sind, werden sie in kleine, dünne Streifen geschnitten. So, wunderbar. Zwiebeln sind klein, sehen wieder nach sehr viel aus, kommen jetzt in die Pfanne. Und wie gesagt, das sieht jetzt nach viel aus. Ich kann euch sagen, in 10 Minuten ist da nicht mehr die Hälfte von über. Das fällt alles in sich zusammen. So, die Zwiebeln sind in der Pfanne, Zeit sich um das Skirt Steak zu kümmern. Hier liegt es also, das Skirt Steak, von mir ja auch liebevoll das Instagrammer Steak genannt, wo man das besonders effektvoll dann auf seine Feuerplatte legen kann. Ein fantastischer Cut wird aus dem Bauchraum geschnitten und von den Fasern, das sieht man jetzt im rohen Zustand ganz gut, die Fasern laufen so. Das bedeutet, wir müssen es später in Stücke schneiden, um dann gegen die Fasers aufschneiden zu können. Ich werde es jetzt einfach gerade vorbereiten, indem ich es einfach nur ein bisschen salze. Und dann lasse es jetzt einfach so gute 10 Minuten noch so liegen, dass das Salz richtig schön ans Fleisch anziehen kann, dass das gleich eine schöne Salzkruste dann auf dem Skirt Steak gibt. Die Zwiebeln werden auch mit einer ordentlichen Prise Salz und Pfeffer gewürzt. Während die Zwiebeln brutzeln, kann ich jetzt schon mal diese Mini-Brioche-Brötchen hier aufschneiden. Und dann habe ich hier so eine Metallschale. Da rein gebe ich Backpapier nach unten und dann setze ich die Unterseiten von den Brioche Buns da gerade hinein. So, meine Zwiebeln kriegen jetzt langsam Farbe. Das ist der Moment, wo wir das Ganze jetzt mit Balsamico ablöschen.
Das war so gute 50 Milliliter. Und dann wandern 2 Esslöffel Honig noch mit an die Zwiebeln. Das lasse ich jetzt noch so 1 Minute einkochen. Und der Zucker aus dem Honig und aus dem Balsamico hilft, dass die Zwiebeln, wie ihr seht ja, dass sie jetzt noch mehr zusammenfallen. Und ich kann euch sagen, es riecht absolut fantastisch. So, Sizzle Zone kann aus. Gusseiserne Pfanne hat ja jede Menge Energie gespeichert. Lassen wir jetzt einfach hier drauf stehen. So, was bedeutet, wir kommen jetzt endlich zum Star der Show. Mein Grill ist ordentlich vorgeheizt. Direkte Hitze. Und hier ist mein Skirt Steak. Das kleine schmeißen wir auch schon auf, das würde aber nicht lange brauchen. Deckel zu, los geht's. So, Steak ist drauf, Zeit für die letzten Vorbereitungen. Ich habe hier ein wundervolles Stück Bergkäse, also ein Käse, der ordentlich Geschmack mitbringt. Schneide ich gerade den Rand ab und dann jage ich den Bergkäse über die grobe Reibe. So, Käse ist gerieben, Zeit nach dem Steak zu schauen. So, das kleine Skirt Steak kann schon runter. Das ist ja nur ein ganz dünner Lappen. Das lassen wir schon mal ruhen, aber das große braucht noch eine Sekunde. Kerntemperatur, die wir anstreben, sind 54 Grad, dann nehmen wir es runter. So, mein Skirt Steak hat eine Kerntemperatur von 54 Grad erreicht. Kommt jetzt runter vom Grill, muss dann aber noch ruhen. Und ich stelle den Grill von direkter auf indirekte Hitze, dass wir gleich hier in der Mitte einen indirekten Bereich haben. So, dann können wir schon mal mit dem Bau der Burger beginnen. Und zwar habe ich jetzt also hier in der Schale die Unterseiten von diesen Brioche-Burger-Hälften. Da gebe ich jetzt schon mal ein klein wenig was von dem Bergkäse mit dran. So, und dann habe ich hier mein Skirt Steak. Und da schneide ich mir jetzt so kleine Stücke draus, damit die Tranchen, die wir dann gleich später haben, auch gut auf unsere Slider passen. Gar gerade innen drin perfekt noch rosa. Und dann schneide ich das Fleisch jetzt gegen die Faser schräg dünn auf. Das Messer geht da durch wie Butter und guckt euch das an. Da tritt keine Flüssigkeit aus, gar nichts, absolut fantastisch. Und jetzt kann ich dann eben hier die Slider mit dem Skirt Steak Fleisch belegen. Immer schön gucken, dass das Fleisch schön übersteht, dass wir da Möglichkeit so 3, 4 Scheiben Skirt Steak auf so einen Slider bekommen. So, dann kommt wieder etwas Käse, nicht viel, nur ein ganz klein bisschen. So, weiter geht es hier mit meinen Balsamico-Zwiebeln. Die werden jetzt einfach nur über dem Fleisch verteilt. Und deswegen ist es gut, dass wir ein Backpapier verwendet haben, ne? Also das wird gleich sich alles schön miteinander verbinden. Und damit wir es dann auch wieder aus der Schale rauskriegen, ist es gut, dass da ein Backpapier unten drunter ist. Ich glaube, den Sicherheitscheddar brauchen wir heute gar nicht. Wir nehmen einfach rein den Bergkäse. Der hat einfach auch noch ein klein bisschen mehr Geschmack. Und so wandert die Form jetzt noch mal 5 Minuten auf den Grill. Wie gesagt, den habe ich mir inzwischen für indirekte Hitze eingeregelt. Stelle die Schale hier oben in den Grill, dass sie gut Oberhitze kriegt.
Und jetzt 5 Minuten warten. So, es ist kurz vor fertig. Jetzt lege ich noch die Bannoberseiten auch noch mal kurz mit auf den Grill, dass die warm werden. Und dann kann es in einer Minute rund gehen. So Leute, der Grill kann aus. Ich nehme die Schale hier schon mal runter. So, auf die Slider kommt jetzt noch hier von meiner Creme mit dem Meerrettich. Und wie gesagt, wenn von der Creme was übrig bleibt, freut euch drüber. Das ist super zum Dippen. So, hier sind meine Oberhälften, leicht angebräunt. Leute, ich kann euch sagen, die Sonne brezelt. Und da sind jetzt meine Skirt Steak Slider. Und da hebeln wir uns mal einen Kandidaten jetzt raus. Oh, der Käse ist geschmolzen, Leute. So, schaut euch das an. Da ist der Skirt Steak Slider, schön aus der Mitte rausgenommen. Könnt ihr so auf den Tisch stellen, können die Leute sich entsprechend rauslöffeln. Und er sieht fantastisch aus und wird jetzt probiert. So, und da ist er also, der Skirt Steak Slider. Und wie immer muss ich die Empfehlung aussprechen, das Ganze in so einer Burgertasche zu essen. Ich kann euch sagen, der Duft ist einfach granatenmäßig und da beißen wir jetzt mal rein. Alter Falter. Das Skirt Steak, ich hatte das ja gegen die Faser aufgeschnitten, ist butterzart. Und zusammen mit diesem Bergkäse, Leute, das ist ein Aroma. Ich werde hier direkt nochmal. Holla die Waldfee, Leute, das ist wirklich ein Geschmacksbömmchen. Das Skirt Steak hat ja so einen wunderbaren Biss und dann eben auch diesen tollen Rindfleischgeschmack zusammen eben mit dem Käse und den Zwiebeln. Das harmoniert wirklich hervorragend. Dann habt ihr oben drauf noch diese Creme mit dem Meerrettich mit drin. Die ist gar nicht dominant, sondern so ganz leicht im Hintergrund. Passt wirklich hervorragend. Natürlich könnte man auch so ein Baguette belegen oder eben halt eben diese Mini-Brioche-Brötchen. Die gibt es seit einem guten halben Jahr beim Discounter mit dem großen A. Da habe ich die jetzt mehrfach gesehen. Und ja, heute mal ausprobiert und die sind tatsächlich gut und auch brauchbar. Ihr habt kleine Burger und ich denke, ich werde demnächst auch nochmal ein Burger-Rezept machen mit diesen kleinen Dingern. Das ist wirklich ein schönes Fingerfood, eben dann nicht so ein Riesenburger, dass die Leute sofort satt sind. Das ist eine gute Geschichte. Eine gute Geschichte ist auch das Skirt Steak. Das hatte ich bei Your Beef bestellt. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Skirt Steak, eine absolute fantastischer Cut zum Kurzgrillen. Und da solltet ihr euch auf jeden Fall mal rantrauen. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei und ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich über einen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten des Kanals sind, könnt ihr das gerne unten auf kostenfreier Ehrengriller-Basis nachholen. Das würde mich wie immer sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der sieht immer wieder Insta-Stories von den Sachen, die ich mache. Schaut da sehr gerne vorbei. Da seid ihr einfach näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachgrillen. Bis zum nächsten Mal. Euer Jörn vom Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.